So noch einmal von meiner Seite herzlichen Willkommen in dieser Wochenende Kriya-Seminar in Rheinfelden. Vor der Einführung, ich möchte zwei Sachen sagen. Erster Punkt ist bitte Entschuldigung für mein schlechtes Deutsch. Man versteht Sie nichts, dann 10-mal fragen, ich probiere zu erklären. Zweite, erster Tag vor Kriya-Yoga ist sehr anstrengend. Also die viele vielleicht nichts Ungewohnheit, zu lang setzen. Besonders in ersten Tag in Kriya, vor der Einführung, Technikerklärung, dann Meditation, so ein bisschen lang setzen. Das ist ein bisschen zu anstrengend für die Kniegelenke oder Fußgelenke, dass sie kann Bein strecken, kann halb liegen, kein Problem. Nur ein Prinzip folgen, dass die Wirbelsäule immer gerade halten. Das ist sehr wichtig für die Gesundheit, für die Wirbelsäule. So, denken Sie nicht, sie ist neu, Fremde hier. Vielleicht äußerliche unser Körper, was haben gebaut von Materie, das ist vielleicht Fremde oder andere. Aber innere, der Kausalkörper ist dieselbe zu allen Menschen, alle Lebewesen in dieser Welt. So, wir gehen zurück in unser System, menschlichen Körper, Geist. Wir haben gebaut in Yogaphilosophie ganz klare, eine detaillierte Information haben gegeben. Und das ist Wahrheit, dass wir haben 24 Teile, Körper, Geist, alle zusammen. Und diese 24 ist die 5 grobstoffliche Elemente. Das ist Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. 5 grobstoffliche Elemente. Dann von den 5 grobstofflichen Elementen, die 5 verschiedene Sinneorgane haben einen Einfluss oder eine Wahrnehmung von den Sinneorgane. So Beispiel Steißbeinzentrum Erde, das ist zu tun mit unserem Geruch. Zweite ist das Kreuzbein mit unserem Geschmack. Wenn eine Verletzung kommt in der Wirbelsäule, in diesem Bereich oder hier, dann man kann verloren den Geruch oder Geschmack. Nabel ist die Sehkraft. Nabel und Sehkraft sehr eng Verbindung. So von diesem Grund meisten die Patienten, wir haben Probleme mit Zuckerkrankheiten, Diabetes oder Probleme mit Bauchspeicheldrüse, dann sofort die Augen die Sehkraft reduziert oder Leberprobleme kommen, Sehkraft reduzieren. So das bedeutet, Nabel oder Verdauungsfeuer brennt nicht richtig. Dann die 4. Herzzentrum oder Luftelement, man berühren und spüren, heiß oder kalt, hart oder weich, Berührung. So Arme und Herz, sehr eng Verbindung. Und so, wenn ein Problem kommt im Herzzentrum oder Herz in Allgemeine, dann sofort eine Reaktion kommt in die Arme, besonders in linke Arme. Wenn so kommt, dann sofort eine Untersuchung machen lassen. Das kann verschiedene Gründe sind da, für diese Schmerzen kann kommen, auch für die Nackenwirbeln. Wenn ein Bandscheibenvorfall oder so im Nackenbereich, dann auch kann hier alles Schmerzen, Kopfschmerzen, Arme, Hände Schmerzen, das ist möglich. Aber das ist sofort, wenn erstes Mal spüren. Beste ist eine Untersuchung machen lassen. Beste. Dann den Nacken, die Äther, Element und Tanmatra oder Arbeit vom Nacken ist die Hörkraft. Hörkraft vom Nackenzentrum. Von diesem Grund, wenn Bandscheibenvorfall langere Zeit eine Person leiden vom Nackenwirbelprobleme, dann kann schwerhörig geboren. So von hier
vom rechten Seite diese Hörner gegangen linke Ohren und vom linken Seite gegangen rechte Ohren. Genau so eine Kreuz hier im Nackenzentrum. Und so vorsichtig mit Nacken, keine hektische Bewegung. Menschen im ersten Moment verstehen nichts, machst die hektische Bewegung, nachher kommen die Probleme. So immer was zusammenziehen und dann kann machen mit vorsichtig, mit Gefühl, dann passiert nichts. So meisten Menschen heutige Tage haben Probleme mit den Nackenwirbeln und Kopfschmerzen. Das ist nicht so eine akute Krankheit, aber eine sehr unangenehme Krankheit. So, das ist die 10, wir haben gekriegt jetzt. Dann die 5 Sinneorgane. Augen, Ohren, Nase, Mund und Haut. Das ist die 15. Dann 5 Arbeitorgane. Arbeitorgane, der Fuß, Hände, dann die Anal, Genital und Sprache. Hier wir haben gekriegt 20. Dann Geist, Intelligenz, Ego. 3 Geist, Geiststoff. Das ist 23. Und dann der göttliche Teil 24. Göttliche Teil, heißt in Sanskrit Atma. Ein wunderschöner Name. Atma. Atma bedeutet eigenes Mutter. Warum? Da diese Atma gibt ihr Brustmilch ganze lebenslang und wir lebt, wachsen. Das ist die Atem. Solange dieser göttliche Teil ist da in Menschen, dann Atem fließen, Herz klopfen, alle Bewegung, Möglichkeit. Im Moment diese Atma geht raus von diesem Körper, denn alle diese 23 Mitglieder, alles sind Ende, kann nichts mehr arbeiten. So, this is die Atma, ist die Hauptperson, kontrolliert und lenken die ganze 23 Mitglieder von diesem Körper oder Geist. So, Atma ist der göttliche Teil. So, wenn wir gehen zurück in Schöpfung vom Upanishad oder Bibel, dass wäre allein, Gott oder Schöpfer, welchen Namen sie rufen, wäre allein, hat multipliziert. Und wie? Sein Funken hat gegeben überall. Und seine Fantasie ist sehr, sehr groß. Und so 8,4 Millionen Lebewesen hat geschaffen. Und hat gegeben sein Funken, diese Atma. Das ist eine Energie, so eine Energie, man kann nicht vorstellen. Sie haben ein bisschen Ahnung über die elektrische Strom oder andere Energie, aber diese Energie von Atma, man kann nicht vorstellen. Welche eine Energie lenken die alle Zellen im Körper, Geist, Intelligenz, Ego, alles lenken und setzen. Oder sein Hauptort ist hier in Palangates-Mark. Hier ist sein Hauptort, vom dort, vielleicht 1/10 von einer Haare. Man kann sich vorstellen, so einen kleinen Ort setzen, diese Energie steht und lenken die ganze Körper. Im Moment, diese Energie, diese Atma, eine bewusste Energie, geht raus von diesem Körper, dann dieser Körper ist tot. Nimmt die Astralkörper mit. Jede Badman verloren Körper, diese Atma, göttliche Teil, nimmt die Astralkörper mit und geht raus. Und dann kommt in ein neues Körper neben. Der ein Körper, ein Leben ist nicht genug zu reichen in das Ziel für menschliches Leben. Vor diesem Grund vielmal unsere Entwicklung geht weiter. In viele Inkarnationen, wir kommen in diese Welt und immer ein mit neues Körper.
ein Körper vielleicht 60, 70 Jahre durchschnittlich arbeiten, dann nachher geht nichts. Und so Atma weiß es das, so wie ein Kleider, ein Hemd, geht nichts lebenslang. Wir brauchen mehrere Hemden. Das ist genauso, dieser Körper. Aber wir brauchen diesen Körper in dieser materiellen Welt oder für Meditation oder Arbeit oder Geld verdienen oder Familienleben. Alles, dieser Körper man brauchen. Aber dieser Körper ist nicht allein. Dort diese 24 Mitglieder zusammenarbeiten und besonders diese Atma mit Körper, Geist, Intelligenz, Ego. Diese 4 Mitglieder Haupt. Und Atma ist die erste. Lenken. Weiß es alles. So, this is die Situation und this ist eine Einheit. Das ist alles zusammenarbeiten. So wie die 5 Finger mit Hand, Arm, ganzer Körper. Hinter steht die Geist, Intelligenz, Ego. Das ist alles in Zusammenarbeiten. Das ist nichts, wenn Sie gehen arbeiten, Ihr Geist Sie lassen zu Hause oder Ihre Intelligenz lassen zu Hause oder Atma lassen zu Ihr Hause. Nichts, geht immer zusammen. In jedem Zimmer, in Hause, alle diese Mitglieder zusammengehen. Dieser Zustand, Einheit Zustand heißt Yoga. Menschen machen einen großen Fehler, im Moment hören das Wort Yoga, sofort denken, eine Übung. Yoga ist keine Übung. Das ist falsch. Yoga ist ein Zustand. Und Yoga ist nicht gekommen von Indien. Yoga hat gekommen von Gott. Er hat gegeben alle Menschen diese Einheit Zustand in jedes Land. Jede Mensch habe einen Körper, Geist, Intelligenz, Ego und diese Atma. So, das ist eine Zustand vom Geburt. Wir haben gebracht oder wir haben gekriegt und diese Yoga bleiben so lang, dieser Körper existiert. Dann alle Mitglieder sind da. Im Moment Körper ist tot, dann ein Mitglieder sind jetzt Minus und Atma, göttliche Teil, nimmt den Astralkörper und warten. Weiß es. Ganze Rechnung steht in Astralkörper. Was jemand hat gemacht, welche gute Sache, welche schlechte Sache, alle Rechnung steht in diesem Astralkörper. Und dann genauso Situation, nimmt einen Körper, eine Familie, eine Umgebung, geboren und geht die Entwicklung weiter. So, was ist das Ziel für menschliches Leben? Warum wir haben gekriegt heute dieses menschliche Leben? Das wäre genug gewesen, wenn nur in dieser materiellen Welt komme und essen und trinken und schlafen und Kinder kriegen und heiraten und Ende. Das ist nicht alles. Das ist ein tierisches Leben. Aber menschliches Leben ist eine Entwicklungszustand. Wir auch haben gekommen durch alle diese Tiere. Aber heute, wir sollten glücklich sein, dass wir haben gekriegt dieses menschliches Leben. Warum? Zu selbst kennenlernen. Ganze Zeit Menschen sagen, ich, mein Körper, mein Geist, meine Intelligenz, mein Ego. Immer sagt, aber weiß es nicht. Die meisten Menschen weiß es nicht. Wer sagt, mein Körper? So, von dieser Sprache, ein Ding ist ganz klar, Körper ist nicht meine Identität, Geist ist nicht meine Identität, denn man sage nicht, mein Körper, mein Geist, meine Intelligenz, mein Ego, jemand ist da Hintergrund, wer sagst? Das ist dieser göttliche Teil, Atma sagst, mein Körper, mein Geist, meine Intelligenz, mein Ego. So diese Person mit unseren Sinneorgane, wir kann nichts sehen. Er ist formlos. Eine Energie, formlose Energie. Wann man innere gehen, meditieren, eine
richtige geistige, körperliche, geistige, ruhige Zustand kriegst und dann diesen Geist transformieren in höhere Geist und habe Möglichkeit zu gehen in das Feld von Intuition, dann kennenlernen zu dieser Atma. Und dann weiß es, wer bin ich. Vorher man kann tausende Buch lesen, tausendmal kann hören, dass unsere Identität ist Atma, göttliche Teil, Menschen weiß es nicht. 2, 3 Tage glauben, dann vergessen. Aber wenn einmal richtig bewusst spüren diese Einheit mit Atma, dann ist Atma geworden, Gott geworden. Und dann ist frei geworden von aller Angst, Ängstlichkeit, Problem, Sorgen und alles. Das ist der Grund, dass die Menschen muss selbst kennenlernen. Ohne richtig Schöpfer haben gegeben zu uns, für die Menschen so viele Sachen. Das ist für die anderen Tiere, hat nicht so viel Mühe gegeben. Weiß es, die Menschen sind intelligent. Ich habe gegeben Intelligenz. Eine Blume, eine Farbe ist nicht genug. Das ist langweilig für Menschen. So, verschiedene Blumen habe ich gegeben, verschiedene Farbe, verschiedene Geruch, verschiedene Früchte, verschiedene Geschmack, habe gegeben für Menschen. Für eine Kuh oder andere Tiere haben nicht so viel Problem. Ein bisschen Gras geben oder von anderen Tieren Fleisch essen und genug. Aber die Menschen sind sehr intelligent, genießen seine Schöpfung. Und einmal diese Gedanken kommt zu diesen Menschen, dass wer hat gegeben alle diese Sachen zu mir? Erste. Zweite, warum hat gegeben zu uns? Wir kaufen alles vom Markt mit Geld. Aber hat gegeben alles kostenlos. Warum? Dann einmal Menschen finden, das ist, wann jemand gibt was ohne eigenes Interesse, dann sicher Liebe, vom Liebe ergibt. Und dann einmal ist interessiert zu kennenlernen zu ihm, zu Gott. Aber solange nicht kennenlernen selbst, kann nicht kennenlernen zu Gott. Und von diesem Grund, erst muss man selbst kennenlernen. Und von diesem Grund, wir kommen immer in diese Welt. Aber das menschliche Bewusstsein ist so viel beschäftigt und mit seiner Schöpfung, äußerliche Sache, dass diese Gedanken kommen nicht in 1, 2, 3 Inkarnationen. Kommt einmal. Das ist ein großes Glück, wann diese Gedanken kommt oder Sie sind heute hier interessiert für Meditation. Warum? Warum Sie möchten meditieren? Zu Gott kennenlernen. Andere Sache ist niedrige Sache, wenn man sagt, ja, ich meditiere, ein bisschen Entspannung haben oder Ruhe haben. Das ist die niedrigste Sache. Man muss sagen erst, dass ich möchte Gott kennenlernen, wann ist einverstanden ist, wann ich habe genug Liebe, Hingabe, Glaube vor ihm. Dann ich möchte kennenlernen zu ihm. Das wer hat gegeben mir alles. Sein Kraft jede Sekunde arbeiten in mir. Und schlafe nicht, wenn 3 Minuten schlafen, dann alles Ende. Atem fließen nichts mehr, Herzklopfen nichts mehr, Ende alles. So, ist wach. Und ist wach im menschlichen Körper, in alle Lebewesen. In die Kirche, in Pilgerorte, ist passiv. Dort man muss richtig gut konzentrieren, Liebe haben, beten oder meditieren, dann vielleicht ist wach. Aber im menschlichen Körper oder alle Lebewesen, ist aktiv. Kann nicht schlafen. Das ist der Grund, Christus hat gesagt, jeder menschliche Körper ist die Kirche vom lebendigen Gott. Gott ist immer lebendig, aber warum hat gesagt, im menschlichen Körper ist lebendig? Dass ist aktiv. Ist aktiv, schlaft nicht, die ganze Zeit ist wach. Weiß es alles, was steht, in 1 Stunde später, was kommt.
oder 3 Tage später was kommt. Oder hinter dieser Mauer was steht. Er weiß es, menschliche Teil weiß es nicht. Dieses Bewusstsein, dieser Moment im menschlichen Teil ist sehr begrenzt. Langsam, beim Kennenlernen zu Atma, dann das ist unbegrenzt geworden. Je mehr Sie nahe gehen zu diesem göttlichen Teil, sein Charakter verstehen. Und viele seine Eigenschaften Sie verdienen. Und dann viele Dinge verstehen sofort. In göttlicher Ebene, man braucht nicht so viel sprechen, so viel Zeit geben, so viel Konzentration, gar nichts. Gedanken wechseln. Ich möchte ein Beispiel geben. Einmal, vielleicht Sie haben gehört den Namen Ramakrishnaji, Ramakrishna. Er ist auch eine Inkarnation, eine hochspirituelle Mann. Und er einmal möchte zu Toilanga Swami, Sie haben gelesen das Buch Autobiografie eines Yogi, dort habe ich gegeben ein bisschen über Toilanga Swami, er war auch eine hochspirituelle Person. Und Ramakrishnaji wohnt in Kolkata und er möchte treffen zu Toilanga Swami. So er hat gegangen mit ein paar Schülerinnen mit in Benares. Und 10 Minuten sitzen, er sitzen da in ein Bett und er sitzen, Ramakrishnaji hier, alle Studenten sitzen so und beide nur gucken. 10 Minuten später Ramakrishnaji hat gesagt, also jetzt wir gehen, komm. Dann alle Schülerinnen waren erstaunt. Sie haben gekommen, möchten Sie viel sprechen mit Toilanga Swamiji und jetzt möchten Sie gehen. Warum? Dann Ramakrishnaji hat gesagt, du, wir haben so viel gesprochen. So viele Sachen gesprochen. Das ist genug. So, in spiritueller Ebene geht es so. Die Gedanken, so viele Sprache, das braucht nichts. Automatisch eine Intuition. Das ist eine intuitive Sprache geht. Und das ist genau dieselbe Möglichkeit, alle Menschen haben in dieser Welt. Was Schöpfer haben. Schöpfer haben gegeben alle Eigenschaften zu Menschen. Andere Tiere haben noch nicht so viel entwickelt. Nur Menschen haben entwickelt so. Vor diesem Grund ein besonderes Körpersystem wir haben. Meisten Lebewesen haben eine horizontal Wirbelsäule. Warum wir Menschen haben so eine perfekt vertical Wirbelsäule? Und das steht die richtige Geheim. Diese vertical Wirbelsäule ist die Treppe für den Himmel. Das ist die Treppe. Und 7 Kirchen, diese 7 Kirchen, alles steht dort. Viele Menschen denken, dass gibt eine Paradiesstation wo in hohen Himmel. Und so Leute gucken oben, da gibt eine Paradiesstation. Gibt nichts. Sie können 1000 Kilometer kann oben gehen mit einem Raketen, alles leer. Alles leer, gibt keine Paradiesstation. Paradiesstation ist diese Krone in alle Menschen. Das ist die Krone. Und das ist die Himmelfahrt durch diese Treppe. Das man muss konzentrieren und das ist genau die Höhle, ist nicht unten die Erde, gibt keine Höhle. Das ist auch die Erde und dann kommt Wasser. So, Höhle ist auch hier. Wann jemand ist nur beschäftigt mit Geld, Sex und Ernährung, so ein tierisches Leben, dann er ist in der Höhle. Vor diesem Grund in verschiedenen Schriften, in der Bibel auch, habe geschrieben, die Menschen sollten nicht nur leben von Brot allein, auch die Gedanken oder Bewusstsein von Gott zusammen mit Atma-Bewusstsein alle muss genießen. So, diese menschliche Entwicklung, menschliches Leben, ein Geschenk. Warum? Dass Gott hat gegeben alle Eigenschaften, was er selbst haben. Selbe Eigenschaften er hat gegeben zu
alle Menschen. Vor diesem Grund, je spirituelle Entwicklung, Samadhi-Zustand, das kommt nicht vom anderen Planeten wo, oder kommt nicht von einem Pilgerort. Das steht bei Ihnen innere. Ihr alle gute Eigenschaften, schlechte Eigenschaften, das alles steht bei Ihnen innere. Das kommt nicht von draußen. Und ist so freundlich, hat gegeben beide Eigenschaften, negativ und positiv. Wir sagen, wir ausdrücken diese negative Eigenschaften oder positive Eigenschaften. In seinen Augen gibt kein Negativ, kein Positiv. Beide man brauchen, wann man weiß es nicht, was ist schlecht, auch weiß es nicht, kann nicht urteilen, was ist gut. Von diesem Grund, auch im Hintergrund ist jede Kabel, elektrische Kabel, das gibt die zwei Kabel. Eines ist positiv, andere ist negativ. Zwei negativ Kabel gibt kein Licht. Zwei positiv Kabel gibt kein Licht. Und genauso, das ist die zwei Polarität. Negativ und positiv und dann Licht kommt. Wissen. Und das ist der Grund, hat gegeben alle tierischen Eigenschaften eine Seite, auch alle göttlichen Eigenschaften. Dass Menschen erfahren und dann urteilen, entscheiden. Das ist. Die einmal, zweimal, dreimal in tierische Richtung gehen, das kann nicht entscheiden. Bleiben, aber einmal kommt, lernen. So alles, das ist der Lernprozess. Hat gegeben in Menschen. Und hat gegeben alle Möglichkeiten. Alle Fragen, gleichzeitig alle Antworten. Alles steht bei Ihnen. Ganze universelle Bibliothek steht in Menschen. Alle Wissen steht in Menschen. Aber Menschen suchen alle draußen. Menschen denken, Gott, ich gehe in einen Pilgerort oder in einen Berg gehen oder in einen Wald gehen und dort kann finden Gott. Sitzen so nahe, von 6 Zentimeter von dieser Orte, innere, dort man kann nichts finden. Was finden draußen? Das ist Ruhelosigkeit. Im Berg setzen, die Vögel kommen schießen. Im Wald setzen, kommen Tiere und wow, wow, wow. Keine Lust, keine Ruhe. So, innere man muss gehen, dort ist die Ruhe. Das ist egal. Das ist, sie muss gehen in die Kirche, aber zu Hause auch meditieren. Diese Ruhe man brauchen, überall. Konzentration man brauchen. Ohne Ruhe, man kann nichts konzentrieren. Ohne Konzentration, sie kann nicht richtig gut beten. In einer Seite sie beten mit den Worten, andere Seite ihr Gedanken geht in andere Orte. Das ist kein Gebet. Das ist keine Konzentration. So dann besser, was sie beschäftigt sie machen. Wenn sie denken, oh, für Formalität, sie muss Kirche gehen, dann das ist besser nicht. Verloren nur Zeit. So richtig man geht, dass ich in diesem Moment, ich konzentriere 100%. Und das man braucht ein Training zu Hause. Hause meditieren und dann gehen sie in die Kirche, dann eine andere Atmosphäre. Sie genießen. So, alle Eigenschaften, hat gegeben zu Menschen. Glauben Sie, alle diese heiligen Menschen, was gibt, jeder Menschen ein heiliger Mann schlafen. In jedem Menschen ein Kriminal schlafen. Das ist nur, dass sie kann entscheiden. Wenn sie ein paar Mal Kriminalakt gemacht, diese Arbeit gemacht und dann einmal kommen, korrigieren. Und dann dieser Kriminal ist eine transformieren, ein spiritueller Mann. Es gibt so viele Beispiele. In Christentum, in Hinduismus sehen die Paulus, Matthäus, Peter, die Leute anfangen waren nicht so gute Menschen, sehr schlechte Menschen und dann transformieren.
die spirituelle Menschen. Das bedeutet, diese Kriminelle haben geschlafen mit spirituellen Kräften und dann die heiligen Menschen haben gewacht. Und dieselbe Möglichkeit hat gegeben zu allen Menschen, glauben sie. So, Yoga ist da. Yoga hat nichts gekommen von Indien, aber in Indien die Leute haben entdeckt Yoga, diese Zustand. Das ist ganz klar. Und so verschiedene Philosophie, verschiedene Wege haben gezeigt und haben gegeben die Information, wie man kann gehen. Das ist. Und Kriya-Yoga ist auch nicht eine andere Sache. Die Yoga, diese Einheit, nicht eine bestimmte Zeit in Menschen, Morgen und Abend oder in Samstag und Sonntag oder in Weihnachten. Dieser Yoga-Zustand ist immer, jede Sekunde steht mit Menschen. Und das man muss spüren. Und das heißt Kriya-Yoga. Kri heißt alle Action. Vom Morgen bis Abend, was Menschen machen. Ein tägliches Leben, das alles heißt Kri. Und Ia bedeutet Atma, dieser göttliche Teil. Und Yoga bedeutet Einheit. So alles, was sie machen, ihr tägliches Leben, ist alles Kriya-Yoga. Was fehlt in Menschen? Denn Menschen arbeiten nur in menschlichem Bewusstsein, dort Atma fehlt, dieser göttliche Teil fehlt. Sie, alle Menschen in dieser Welt machen, praktizieren, kann sagen, Kriya-Yoga, aber paar sind bewusste Kriya-Yogi, paar sind meistens sind unbewusste Kriya-Yogi. Wer sind unbewusste Kriya-Yogi? Bewusst machen. Das ist die Sache. So, jede Sekunde, wir haben Verbindung mit Gott oder göttlicher Teil oder Schöpfer, welchen Namen sie rufen. Diese Verbindung, Yoga, ist da. Und das ist vom ganz Anfang, dem Moment, wir haben geboren in dieser Welt, wir haben gekommen in dieser Welt mit Yoga. Bleiben mit Yoga. Yoga bedeutet Einheit plus. Und dann Biyoga, minus. Wann minus? Wenn Atma geht raus von diesem Körper. Dann dieses Minus. Dann diese Einheit ist da mit 4 Mitgliedern, ein Mitglieder fehlt, das ist der Körper. Aber nicht lang. Und so, dieser Tod, eine Panik, Menschen haben Angst vor Existenz. Und diese Angst, warum Angst kommt in Menschen? Alle Angst, Ängstlichkeit kommt von Unwissenheit. Unwissenheit. Menschen weiß es nicht, denn nach dem Tod was passiert. Von diesem Grund immer ein Panik. Tod. Tod ist nicht Panik. Tod bringt sie neues Leben. Nach dem Tod eine bestimmte Zeit, das ist so wie Urlaub, Atma steht und dann nochmal komme ein neues Körper. Ein neues Vater, Mutter, Umgebung und geht die Entwicklung weiter. Das ist immer geht. Und diese Verwandtschaft, innerliche, endlos geht. Nichts denken, ich habe verloren meinen Vater, Mutter oder andere Verwandten. Nichts. Wenn sie probieren, auch nichts, geht nicht. Diese Verbindung, diese Verwandtschaft, Atma zu Atma, immer bleiben. Von diesem Grund, Anfang, ich habe gesagt, nichts denken, sie ist neu oder Fremde. Innere, wir haben eine Verwandtschaft. Alle Lebewesen in dieser Welt, alle Menschen, wir haben Atma zu Atma Verwandtschaft. Und das ist ewig, das bleiben ewig. Egal wie sie entwickeln oder nichts entwickeln. Diese Verbindung mit Atma zu Atma bleiben. Körper zu Körper nicht. Körper jede Sekunde sie kann verloren. Und das ist der Grund. Der Körper habe eine Name,
Adresse. Gott hat keine Name, Familienname, keine Adresse. That ist ewig. Atma hat keine Familienname. Atma ist Atma. Wir sagen Atma. Und ist ewig. Und diese Atma versetzen innere, in 6. Kirche, alle unsere Atem, alle Arbeit, gibt die Kraft. Ist ewig. Eine bestimmte Zeit, bleiben, macht die Entwicklung weiter, immer gibt einen Impuls, machst dies, machst dies, machst dies. Aber menschliche Teil höre nicht. Unruhe, zu viel verhaftet in dieser materiellen Welt, materielle Sache. So, normale Menschen hören nicht die Worte von Atma. Atma sprechen nicht so wie Menschen sprechen. Seine Sprache noch definitiv. Zeigt, aber menschliche Teil ist so viel beschäftigt, kann nichts sehen das. Jede Sekunde flüstert du gehst nicht in die linke Seite. Da ist eine Blockade oder ein Unfall wartet für dich. Du gehst in diese Seite. Menschen hören nicht. Aber wenn man ein bisschen erinnern, jedes Mal, wenn ein Unfall passiert, dann vorher, wenn heute Mittag was passiert, vom Morgen ein nicht so gutes Gefühl gehabt. Das viele Menschen haben Erfahrung gemacht. Und das ist die Atma zeigt und sagt, bitte vorsichtig heute. Menschlicher Teil höre nicht. Und vor diesem Grund muss mit diesem Yoga diese Einheit bewusst man muss spüren. Dann ihr Leben ist viel schöner geworden. Kein mehr Angst haben. Sie kann genießen. Gott hat gegeben oder Schöpfer hat gegeben, alles für Menschen zu genießen. So eine Natur, so gute Früchte, so eine Blumen, alles hat gegeben für Menschen. Menschen kann besser genießen. Kommt oder nicht, das ist seine Entscheidung. Sie treffen zu Gott oder nicht, ist seine Entscheidung. Aber das ist ganz sicher, dass er ist mehr sensitiv. Und so wie ein Vater in der materiellen Welt erwartet für sein Kind. Wenn Kind kommt zu mir und sagt, oh Papa, oh Mama und so. Und dann ist wohl spüren. Ist auch sehr glücklich, wenn Menschen mit Liebe fragen was oder rufen zu ihm. Mit Liebe. Nicht immer, braucht was. So wie normaler Vater. Wenn ein Sohn oder ein Kind immer möchte kommen zu Vater oder Mutter zu haben was, gut, Vater, Mutter gebe. Aber einmal denken, einmal kommt ohne was Gedanken. Das ist jede Vater, Mutter auch möchte so. So auch. Denn ich habe gegeben alles zu dir. Warum du in Kleinigkeit fragst du mir? Du kommst zu mir. Ich gebe mein ganze Apps ab zu dir. Mit 10 Händen, du kannst nicht alles versammeln. So eine Möglichkeit ist versteckt bei dir. Du musst kommen zu mir. Ich zeige, wo ist versteckt alles, diese Sache. Das ist nicht nur der materielle Wohlstand. Alles, alle Kräfte, alle Sachen, was ist bei dir, ich habe gegeben, du weißt nichts. Und so, vor diesem Grund, man muss innere gehen, meditieren. Ohne Meditation, das ist in Indien, Philosophie gesagt, wenn man nichts meditieren, ist so wie ein Vogel ohne Flügel, ein Elefant ohne Zähne, eine Brunnen ohne Wasser, eine Kuh ohne Milch. So verschiedenes haben gegeben. So menschliches Leben auch ohne Meditation ist so leer. Dann das ist richtig ein bisschen harte Wort, dass so wie Esel
tragen ganze Zucker, aber er weiß nicht, wie ist die Geschmack von der Zucker. So ganze Zeit, ganze Lebens, so eine Wissen, so eine Kraft, er hat getragen innere, aber er ist nichts bewusst. Aber macht nichts, einmal kommt, jeder muss kommen. Das ist eine Schule, keine Chance in andere gehen. Einmal muss kommen, muss kennenlernen zu selbst. Das ist das Ziel für menschliches Leben, erste Ziel. So, selbst kennenlernen. Solange man nicht selbst kennenlernen, auch kann nicht kennenlernen zu Gott. Und das ist der Prozess. 7 Kirche, in jeder Kirche ein bestimmtes Bewusstsein ist versteckt. Untere Grobstoblick. Und auch vor diesem Grund, Element ist Grobstoblick, Steißbeinzentrum. Wenn die Tür von diesem Zentrum öffnen, dann man habe Ahnung, was ist alles Verbindung mit Erde. Dann zweite Kirchentür wann offen, dann man weiß es alles, was ist Verbindung mit Wasser. Nicht nur Wasser, Element, auch viele Dinge, was ist Verbindung mit Wasser. Dann, wenn dritte Kirchentür offen, dann Menschen haben Ahnung, was ist Verbindung mit Feuer. Feuer auch symbolisiert mit Vision, Licht. Dann nochmal geht weiter nach oben, wenn vierte Kirchentür ist offen, dann man habe Ahnung, was alles ist Verbindung mit Luft, feiner. Dann fünfte Kirchentür wann offen, dann man habe Ahnung, was ist Verbindung mit Äther. Was steht in dieser Ebene, Himmelebene, auch psychologische Richtung. Dann geht weiter, wenn sechste Kirchentür ist offen. Nur dann man weiß es, wer ist Christus, wer ist Krishna, wer ist Buddha. Wenn sechste Kirchentür ist offen, hier im menschlichen Körper Ort der Sohn, Christus-Bewusstsein. Der Hindu sagt Krishna-Bewusstsein oder Kali-Bewusstsein. Buddhist sagt Buddha-Bewusstsein. Selbe Prinzip. Dann siebte Kirche steht Altar des Vaters. Altar von Gott. Von diesem Grund, Christus hat gesagt, niemand kommt zu Vater ohne durch mich. Niemand kommt zu Vater ohne durch mich. Wenn Sie äußerlich dieses Wort denken, dass ersetzen wo in einen Ort in dieser Welt und dort man gehen zu ihm und dann erbringen zu Vater. Nichts. Wo ersetzen heute? In Jerusalem oder in Bethlehem oder in anderen Ort? Nichts. Ersetzen ewig in alle Menschen in sechster Kirche hier. Als Bewusstsein, Christus-Bewusstsein, Krishna-Bewusstsein. Von hier er ruft, komm zu mir. Ich mache dein Bode leichter. Das bedeutet, alle unsere weltlichen Sorgen, Probleme, das ist die weltliche Würde. Wenn man hier alles zurückziehen und konzentrieren hier, dann so lange bleiben hier, dann er ist frei von allen Sorgen, Problemen und alle diese Sachen. Und dann diese Christusbewusstsein führen zu Gott. Er zeigt, dass this is the way to God. Komm, meditieren, geht auf den Berg. Er hat gesagt zu 12 Aposteln, geht auf den Berg, meditieren. Das bedeutet nichts auf dem Berg draußen. Berg ist menschlichen Körper, auch das ist der Berg, hoch. Und dort gehen und meditieren. So, das ist die metaphysische Bedeutung. Das ist, solange man nicht meditieren, diese Sache habe nichts geschrieben in einem Buch draußen. Das muss selber erfahren. Das ist der Weg. Und das ist der Grund, warum Menschen, wir haben so eine perfekt Wirbelsäule, vertical Wirbelsäule. Das ist der Grund. So, ein anderes, das ist unsere Arbeit. Konzentrieren und durchkommen. Und auch Gangesbad. Viele Inder denken,
ganze Tag macht so viele Korruption und so viele Dummheiten und denken, nächste Tage war die Ganges baden, die ganze Stunde ich waschen. Das geht nicht. Das ist so einfach. Der richtige Ganges, was für andere Menschen. Wir haben keinen Ganges. Beispiel hier in Europa gibt es keinen Ganges. Also was machen? Dann keine Chance. Celestial Ganges ist dieser mittlere Kanal in der Wirbelsäule. Sushumna Kanal. Das ist die Ganges. Und dort Konzentration ist die Gangesbad. Und Kumbh Mela, wo 3 Flüsse zusammengekommen. In Indien, einer ist in Allahabad, andere ist in Haridwar. Und das ist die 2 Orte im menschlichen Körper gibt, die 3 Flüsse zusammengekommen, 3 Nadis. Ida, rechte Seite, linke Seite, Ida, Nadi oder Mondnerv. Mittler ist die Sushumna-Kanal und rechte Seite ist die Pingala-Nadi oder die Sonnennerv. Diese 3 in 2 Orte zusammengekommen, Steißbein in verlängertes Mal. Und genau dort kann man konzentrieren, dort in Ganges baden, das ist die Kumbh Snan. Kumbh Mela, Kumbh heißt Pitcher oder Krug oder wie Wasser. Krug oder Krug. Ja, Krug. Dort ist Wasser. So, dieser Körper heißt auch Kumbh. Container. Und dort ist die Snan. Dort, wenn Sie baden, wenn Sie gehen in Kumbh Mela, dieser Moment, Sie haben keine Ruhe. Keine Ruhe. Überall die Amplifier, Loudspeaker. Jede Organisation spielt seinen Song und macht die Kirtane. So eine Cocktailmusik, Sie haben keine Ruhe. Total, Ihr Ohren geht kaputt bald. Dann auf die Straße, keine Ruhe, kommen die hinten, so viele die Naga-Sadhus, die nackte die Sadhus mit großen Waffen mit und arrogant, möchte erst vorne gehen, dann kommt hinten kommt die Kuh, die Bulle, manchmal kommen die Elefanten, so sie haben keine Ruhe. Was spirituell Sache sie verdienen dort in Kumbh Mela. So, beste Kumbh Mela in eigenes Körper ganz ruhig setzen, kostenlos und dort kann gut meditieren und setzen, genießen ihr Kumbh Mela. Das ist die richtige Kumbh Mela. Gut, äußerliche habe einen Einfluss, aber das ist die sehr, sehr niedrige Zustand. Menschen bleiben nicht immer in die Kindergarten, muss einmal in die Universität kommen. Und so, das ist die feinere Puja, Meditation, innere Gehen. So, this is die paar Information über, das ist die eine feinere Weg, Kriya-Yoga. Und ein einfacher Weg. Einfacher Weg. Gott hat nie gesagt, du musst in Lotus-Sitz setzen oder Kopf muss unten lassen, Bein hoch oder ein Bein stehen bleiben oder du solltest Vegetarier sein und so. Er hat nie gesagt. Menschen haben gemacht die Komplikation, Fanatismus. Er hat nie gesagt, du musst in Lotus-Sitz setzen, dann ich komme zu dir. Das geht nicht. Oder wenn du fressen nur die Pflanzen, dass ich komme zu dir. Dann alle Affen und Kühe, dann erst gehen in den Himmel. Dann Stau im Himmel. Das geht nicht. So, das Richtige ist egal, was ist meine Liebe, Hingabe. Richtiger Wunsch ist da oder nicht. Das ist das Richtigste. Dann er kommt. Man braucht gar nichts machen. Nur wenn diese Liebe haben, aber diese Liebe für eine Person ist schwer, zu wem wir sehen nicht mit den Augen. Wir können nichts berühren zu ihm. Wir können nicht hören seinen Ton, seine Stimme. Von diesem Grund, so eine Liebe kann nichts geben. Dann, für jeden Menschen, man 10 Gebote richtig praktiziert im Leben, dann er braucht gar nichts anderes Sachen machen. Dann er kann reichen zu Gott oder das Ziel für menschliches Leben. Aber Sie kann sehen, wie viele Menschen kann praktizieren 10 Gebote.
Das ist nicht so einfach. Wenn jemand einen Schlag in die rechte Seite machen, sehr wenig Menschen kann sagen, okay, noch einmal in die linke Seite machen. Das ist schwer. Gegenteil, wenn einmal geben, ich gebe zweimal. So, für diesen Grund, man braucht eine Mäßigung. Und das kommt, wenn man meditieren. Und das ist in einer Seite die Philosophie Kriya, andere Seite eine Methode gegeben, Kriya-Yoga-Methode. Diese heiligen Menschen, das Gott hat gegeben alles durch eine Person, das ist ganz klar. Lehre nicht direkt. Lehre direkt durch ein Instrument. So, hat gegeben eine Methode. Und diese heiligen Menschen haben gefunden, dass wir haben viele Hindernisse im menschlichen Leben. Erste Hindernis ist die Krankheiten, körperliche Krankheiten. Aber jede körperliche Krankheit, Wurzel ist in den Geist. Jede falsche Gedanken, negative Gedanken, Depression, Aggression ausdrücken eine körperliche Krankheit. So, wenn ein Mann ist nur beschäftigt mit einer richtigen Ernährung oder frischer Luft, das ist nicht genug. Man muss lachen jeden Tag und frei sein von negativen Gedanken. Frei sein von Angst, Ängstlichkeit, Depression und Aggression. Dann hat die Möglichkeit, gesund geworden. Sicher, ein paar Übungen, frische Luft, das ist auch ein Teil. Aber das ist nicht nur. In einer Seite, sie haben Depression, Aggression, und andere Seite, sie richtige Ernährung nehmen, frische Luft gehen, das hilft nicht. Vor diesem Grund eine Methode gegeben. Diese Methode gibt die gleichzeitige Entwicklung zu Menschen, körperlich, geistig und spirituell, gleichzeitig. So, wir sprechen jetzt über diese Methode. So, Sie haben gewissen die Philosophie vom Kriya-Yoga. Kri bedeutet alle Action in unserem täglichen Leben. Ya bedeutet Atma, göttlicher Teil, und Yoga bedeutet Einheit. So, this is Kriya-Yoga. Und dann die Kriya-Yoga-Methode. Das ist eine Kombination von einer bestimmten Mudra. Mudra und Übung, Asana in Yoga, zwei verschiedene Sachen. Asana, normal körperliche Übungen gibt körperliche und geistige Entwicklung. Und Mudras gibt körperlich, geistig und spirituelle gleichzeitige Entwicklung. So in Kriya-Yoga mehr Mudras hat gegeben. Keine richtige körperliche Asana. Atemübung. Atem, Körper, Geist, eng Verbindung. Wie ist Ihr Atem? Ihr Geist, Körper ist auch so reagiert. Wenn Ihr Atem ist ruhig, Ihr Körper, Geist ist auch ruhig. Wenn Ihr Atem ist ruhelos, Ihr Körper, Geist ist auch ruhelos. Und das man kann prüfen. Wenn jemand sagt, dass ich meditiere sehr tief, man kann sehen. Erst wenn Augen zu viel bewegt, dann Unruhe ist da. Kann nicht richtig abgegangen durch. Und auch wenn Atem ist sehr tief oder viel schneller, dann das bedeutet, hat noch nichts gegangen so tief in Meditation. Wenn man geht in Tiefmeditation, automatisch Atem ist feiner geworden, kurz geworden, wenig geworden. Und von diesem Grund, wenn Nirvikalpa Samadhi Zustand kommt, dann total Atemlosigkeit. Kein mehr Atem, kein mehr Herzklopfen, total so wie tot. Aber keine Angst, das ist kein Tod. Das ist ein extrem ruhiger Zustand. Herz ist in Ruhe, Körper, ganze Körper, Geist ist in Ruhe. Paar Minuten, paar Stunden später kommt zurück nochmal. Mit frischer Energie, mit Glücklichkeit. So, das man kann prüfen. Und so, this is eine Kombination mit Konzentration, Meditation, Mudras
und Atem, richtige Atem. So, wir sprechen jetzt diese Kriya-Yoga-Technik oder Methode.